Frau von der Au, es gibt immer wieder Menschen, die freiwillig aus dem Leben scheiden, weil sie damit irdischen Sorgen oder körperlichem Leiden entfliehen wollen. Sie selbst können ja seit einigen Jahrzehnten Geistwesen sehen und mit ihnen auch kommunizieren. Dabei kommen sie auch mit Geistwesen in Kontakt, die durch einen Suizid ins Jenseits gelangt sind. Was für Folgen hat das für die Betroffenen? Ja, das ist eigentlich ein schwieriges Kapitel. Sie haben den Erdenplan nicht erfüllt. Man kommt auf die Erde, um so und so lange da zu leben und diese Prüfungen zu machen. Und sie gehen einfach aus dieser Schule oder aus diesen Prüfungen fort. Aber im Jenseits wird einfach ganz genau abgewogen, wenn jemand ein sehr, sehr schweres Leben hatte. Da wird schon Milderung oder mildernde Umstände werden da angerechnet. Aber gut ist es sowieso nicht. Und ich habe schon mehrfach gehört dann von drüben, dass sie das sehr bereuen, dass sie das gemacht haben. Können Sie von spirituellen Begegnungen berichten, wo Sie Geistwesen getroffen haben, die ihr Leben durch Suizid verloren haben? Ja, ich möchte mal anfangen mit einem Erlebnis, also vor etwa 2 Monaten. Da begegnete ich vor dem Seniorenzentrum einem frisch verstorbenen Menschen und daneben stand sein Begleiter und ich habe so ganz verdutzt hingeschaut. Dann sagte der Begleiter, weil er gleich merkte, dass ich sie sehen konnte, ja, das ist Arthur, der hat irgendein Gift genommen, sollte niemand wissen, was und wie. Und jetzt ist er eben zu Tode gekommen, den Erdenkörper hat man vorher weggetragen und er ist jetzt darum so durcheinander, weil er nicht merkt oder nicht weiß, was überhaupt abgelaufen ist. Aber wenn du wieder ins Seniorenzentrum kommst, dann werde ich dir dann erzählen, wie das weitergegangen ist. Und als ich nach 2 Wochen wieder im Turnus diesen Besuch machen musste, war er schon im Eingangsbereich bereit, der Begleiter, hat mich auch sehr gefreut und hat gesagt, ja, es ging dann so weiter, ich begleitete ihn zurück in sein Zimmer, in seine kleine Wohnung in der Seniorenresidenz. Dann hat er gehört, was da das Pflegepersonal alles gesprochen hat. Dann nach einiger Zeit wurde eine kleine Trauerfeier gemacht, aber keine Musik, kein Gebet, nichts dergleichen. Es hat jemand so einen Lebensrückblick von diesem Arthur erzählt. Und dann sagte Arthur so zu mir, also so wie die da gesagt haben, habe ich mich in meinem Leben nicht gesehen. Und der hat keinen Bezug genommen darauf, gar nichts, hat ihn genommen und dann sind sie durch die Gebäude durch, also Wände, Böden so durchgeschwebt, das ist ja für einen Geist kein Hindernis, in irgendein Untergeschoss, wo so ein Abstellraum war und er hat ihn da hineingeschoben und hat gesagt, die gut 2 Jahre, die du noch hättest leben sollen, die wären für dich und für deine Umgebung sehr lehrreich gewesen. Ich gehe jetzt, aber ich sehe deine Gedanken. Und weg war er und seine Erzählung war auch zu Ende. Ja, das war jetzt ein ziemlich neues Erlebnis, das ich hatte, ja. Also ist es so, dass man auch im Alter sein Leben nicht beenden sollte, auch wenn man da krank ist? Der freie Wille ist des Menschen höchstes Gut und wir von außen können uns gar kein Urteil anmaßen, weil wir wissen ja nicht, wie elendiglich der sich fühlt. Und dann machen sie das halt, aber eben von anderen Erzählungen und aus meinen eigenen Erfahrungen muss man irgendwo die Zeit absitzen, die im Lebensplan festgeschrieben war. Und vielleicht ist das mühsam, vielleicht weniger mühsam, es ist also sehr verschieden noch. Können Sie noch weitere Beispiele erzählen? Ja, das war auch eine so Seniorenangelegenheit, da machte ich einen Spaziergang und auf einer Wiese neben einem Haus saß auch ein relativ frisch Verstorbener. Und ich habe den so angeschaut und dann hat er von sich aus erzählt, er habe freiwillig Schluss gemacht, das wisse aber außer seiner Familie niemand. Und dann sei er so in eine jenseitige Ebene gekommen, war alles so sandiger Boden, ganz komisch. Dann kam einer auf ihn zu von seinem Dorf, aber der war schon ein paar Jahre verstorben, kam zu ihm hin und hat fast so etwas schnippisch gesagt, was da Brauch und Ordnung ist und wie das sein sollte. Also das habe ihm gar nicht gepasst, denn der hat er gar nicht leiden mögen. Dann habe sie ihn zurückgezogen zu seinem Haus und zu seiner Umgebung und er habe sofort gespürt, ins Haus hinein darf ich nicht. Irgendwie habe ich es ganz stark gespürt und hat sich dann auf die Wiese gesetzt
und hat dort verweilt. Und irgendwann dachte er, also dieser schwierige Traum, der sollte nun endlich zu Ende sein. Dann kam ein Wesen und hat ihm ein großes Poster gebracht, hat er erzählt. Und darauf war seine Urne. Und das Wesen habe so einen Leuchtstab herausgenommen und habe auf der Urne seinen Namenszug beleuchtet. Kein Wort, gar nichts, sei er wieder verschwunden. Dann sei er weiter da gesessen, es war alles dichter Nebel, also sehr unangenehm. Dann sei ihm wieder der Gedanke gekommen, also dieser schwierige Traum, der soll jetzt endlich zu Ende sein. Sei das Wesen wiedergekommen, Leuchtstab herausgenommen und wieder seinen Namenszug beleuchtet. Und einmal habe das Wesen auch gesagt, wie lange er noch zu leben gehabt hätte, aber er war so verwirrt und auch irgendwie verärgert, dass er weiterlebt. Er hat das gar nicht mitbekommen, wie lange er noch da ausharren müsse. Und dann sagte ich muss leider gehen, wie geht es denn sonst? Und dann hat er gesagt, er hatte im Erdenleben immer so einen gewissen Schmerzpegel und den habe er immer noch. Und dann sei ihm immer so etwas kühl. Und ich habe gesagt, ich wünsche ihm alles Gute und ich musste wirklich gehen. Ja, das war auch noch nicht lange her, war das eine Begebenheit. Was sollen wir machen? Was sollen wir antworten? Es ist schwierig. Haben Sie noch eine weitere Begegnung gehabt? Ja, also etwas, was mir sehr nahe gegangen ist, da waren wir weg und nachher hat man gehört, dass eine Frau, eine ganz flotte, freundliche Frau, ins Jenseits gegangen sei, freiwillig. Und nachher habe ich noch eine Freundin gefragt, was war denn überhaupt und so. Sie war ja immer so eine freundliche Verkäuferin, weshalb macht man so etwas? Und dann hat sie gesagt, ja, als sie nicht mehr Verkäuferin war, hat sie ja gewechselt in die Seniorenpflege und auch dort war sie beliebt, freundlich, zuvorkommend, aber man wusste, sie hat Depressionen. Und eben dann hat sie ihr Leben beendet und das hat mich sehr beschäftigt und dann habe ich so etwas meditiert, bin dann zu ihr mental hingegangen und habe sie so angeschaut und das Spezielle war noch, sie war irgendwie gebannt, also es war da noch so eine Brückenkonstruktion und in dieser Konstruktion saß sie drinnen und hat mich angeschaut und geweint und das hat mich immer sehr beschäftigt und mehrmals war diese Situation, dass sie da geweint hat. Und irgendwann dachte ich, was soll ich denn sagen? Ich sage ihr einmal, sie solle beten. Da habe ich zu ihr gesagt, also Letizia, wir sollten einfach zusammen beten. Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin katholisch, du bist esoterisch. Nein, mit dir beten, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, aber ich verehre Gott, ich verehre Christus und ich liebe die Engel, die auf dieser Erde überall helfen und wirken. Und ich liebe die Engel im Jenseits, das ist ja das Personal von Gott und Christus. Nein, deswegen bin ich nicht esoterisch. Und eben das andere Mal gelang es dann mir, sie zum Beten zu bewegen. Und wie ich sie so bei den Händen gehalten habe, konnte sie sogar aufstehen aus dieser Gebanntheit. Das spüre ich genau, es ist jemand wie festgeklebt, oder? Und dann haben wir ganz andächtig zusammen das Unser Vater gebetet. Und als wir das beendet hatten, stand ihr Begleiter, den ich vorher nie gesehen habe, neben ihr, nahm sie bei der Hand und weg waren sie. Und dann war ich eigentlich sehr zufrieden mal. Und dann später hat es mich doch irgendwie beschäftigt. Auch wie Sie gesagt haben, das wäre ein Thema, man müsste mehr darüber wissen, habe ich meinen Schutzgeistern gesagt, könnt ihr mir mal ein so geistiges Video bringen? Ich möchte wissen, wie es ihr weiter ergangen ist. Und irgendwann in einer stillen Stunde, ganz unerwartet, haben sie dieses Bild, sagen wir dem, dieses Bild gebracht. Und dann war sie in einer jenseitigen Ebene, auf einem riesigen grünen Tuch saß sie da in der Mitte. Und dann habe ich so Kontakt aufgenommen und das hat sie dann bemerkt und hat so in ihrer stolzen Haltung, wie sie zu Lebzeiten die hatte, hat sie gesagt, es ist besser, aber es ist noch nicht gut. Dann habe ich mich wieder zurückgezogen und das hat mich doch immer noch beschäftigt. Dann dachte ich, jetzt muss sie so lange Jahre vielleicht da sitzen und eben ihre Zeit abwarten. Da könnte ich ihr vielleicht etwas bringen, wo sie darüber nachdenken kann oder so. Und überlegte mir, ob ich so etwas schreiben sollte und ihr eine Aufgabe bringen, dass sie sinnvoll sich beschäftigt und wenn man sich nach oben wendet. Und
nach Gott und Christus ist ja schon das Wohlbefinden besser, weil man verbindet sich mit himmlischer Energie. Und dann habe ich immer darüber nachgedacht, habe es aber noch nicht gemacht. Und irgendwie, wie ich in der stillen Ruheecke saß, kam das Bild, dass durch die Luft geschwebt 2 dicke, uralte Bücher waren. Die waren noch verstärkt mit so aus Holz, so 2-mal ein U, dass das gut zusammenhält bei jedem Buch. Dann ist nachher noch ein Buch hergeschwebt. Das war dann so in Leinen gebunden, also vielleicht 50 oder 100 Jahre alt. Sehr edel gemacht. Und ich erwartete, dass das der Letizia auf den Schoß schweben würde. Das war aber nicht der Fall. Es hat sich dann neben sie so hinuntergesenkt. Und seither habe ich eigentlich von ihr nichts mehr gesehen oder gehört. Aber es beruhigt mich als Mitmensch schon, eben, dass sie wenigstens nicht mehr dort gebannt ist, sondern jetzt wahrscheinlich dank dem, dass sie sich aufgerafft hat für ein Gebet, diese diese Verbesserung erfahren durfte. Sie haben mir im Vorgespräch noch von einem Gymnasiast erzählt. Ja, das hat uns in der ganzen Region auch sehr beschäftigt. Der hat sich bei Hochwasser in einen Fluss gestürzt und man erzählte davon und so. Und da habe ich auch so um ein geistiges Video, um ein geistiges Bild gebeten. Und dann muss man eben fleißig in die Meditation gehen und irgendwann schenken sie einem das vielleicht. Und tatsächlich habe ich dann dieses Video bekommen und ich sah, wie er eben vom Hochwasser mitgeschwemmt wurde und bei der nächsten Kurve stieg sein Geist aus dem Erdenkörper aus und ist keuchend da die Flussböschung hochgestiegen. Und auf der Wiese oben war sein Großvater. Wahrscheinlich hat man geistigerseits den da abdelegiert, dahin zu gehen. Und dann ist er zu diesem hingerannt und hat sich neben ihn gesetzt und geatmet und gekeucht. Und ich habe das Bild so betrachtet. Und dann sah ich so wie gelbe Tüchlein daherflattern. Und die haben sich dann dem Gymnasiasten hier auf die Schultern gelegt. Und dann war er eine Weile ruhig, er schlotterte nicht, er konnte sich etwas entspannen. Und dann dachte ich, ja, was bedeutet das jetzt für mich, dass ich das anschauen soll? Und dann hat mein Schutzgeist gesagt, das sei vom ganzen Bekannten- und Verwandtenkreis eine einzige Person, die für diesen Gymnasiasten bete. Und durch das Gebet gäbe es eine kleine Milderung seines Befindens und das seien eben diese gelben Tüchlein. Später, als ich auch wieder darüber nachdachte, hat man mir dann gezeigt, dass er in der Jenseitswelt in einer Ebene ist, so wie ein trockenes Bachbett, aber in einem schönen Gelb eigentlich noch. Und man hat ihm gesagt, dort hinten ist die Stadt, von der du ausgegangen bist, von der aus du ins Erdenleben entsandt wurdest, um eine Prüfung zu machen. Und du hast nicht einmal an Gott geglaubt, schon in deinem jungen Alter nicht mehr. Und du hast diese Chance weggeworfen und jetzt musst du da bleiben. Und dann war noch eine Gruppe von, sie sahen aus wie Straßenjungen, also etwa 8 junge Burschen, die wahrscheinlich auch irgendwie Suizid gemacht hatten, keine Ahnung. Und er hat sich von diesen abgesondert, er ist immer auf der Seite geblieben. Und zwischendurch kam ein Lehrer zu ihnen, das sei ein Zeichen der Gnade, hat man mir geistigerseits gesagt, und hat sie belehrt über so die wichtigsten Dinge, wie Religionsunterricht oder irgend in dieser Richtung stelle ich mir das vor. Und dann waren dann die Bilder beendet, ja. Wenn ich das so höre, sind das relativ harte Schicksale, die diese Betroffenen erleiden müssen. Was hat das für einen Sinn? Also wenn ich jetzt denke, Sie würden für einen Sohn mit viel Aufwand eine Schulung oder etwas organisieren und er musste ein fremdes Land und nachher hören Sie, er ist aus der Schule davongelaufen, die ganze Vorbereitung, alles ist umsonst und er hat das einfach leichtsinnig weggeworfen. Dann würden Sie vielleicht auch mit strengen Worten oder mit strengen Maßnahmen reagieren. Und ich finde es selber auch eine strenge Sanktion, was die erleben. Aber ich nehme auch an, dass die im Jenseits ja, die werden ja immer unterrichtet über dies und das. Das ist beim Weggehen ins Erdenleben schon wussten, das ist jetzt die Chance und die musst du nützen und so und sollst du nicht wegwerfen.
vermute ich, es ist einfach so. Und wir müssen das akzeptieren. Aber wenn jemand aus großem Leiden, vielleicht böse Umwelt und Überlastung und Not und Sorge um das Brot der Kinder oder so, habe ich schon einmal einen Vortrag gelesen, ins Jenseits geht, habe ich da gelesen, wurde diese Person im Jenseits gepflegt und aufgebaut und die war ja in der Seele so verletzt von diesen bösen Mitmenschen. Also das wird natürlich schon angeschaut. Also das hat mir Eindruck gemacht. Das gibt es auch. Gibt es auch wieder bessere Zeiten, die für diese Betroffenen kommen? Das kann ich im Detail nicht schildern. Da müsste man ja dann von jemandem fragen, der mit 30 Jahren Suizid gemacht hat und ich frage nach 50 Jahren. Also solche Erlebnisse habe ich nicht, keine Bilder bekommen. Aber von der einen, wo ich Ihnen gesagt habe, das Gebet ist angekommen, das ist schon einige Jahre her, aber sie ist einfach so in einem Dämmerschlaf, immer noch. Wir wissen das nicht, aber ich meine, der Himmel ist gütig, der Himmel ist gerecht und man muss ja auch wissen, das war eines von vielen Erdenleben und wenn man das auf der Erde besser wüsste, würde man ja auch Leid und Schmerz und komische Dinge eher erleben und weiß, es gibt wieder bessere Inkarnationen, haben wir auch schon gehört. Es ist schwierig und ich maße mir kein Urteil an. Wenn jetzt Menschen, die jemanden durch einen Suizid verloren haben, solche Berichte hören, ist das für diese nicht belastend? Ja und nein. Sie wissen wenigstens, er lebt weiter. Er wird ja im Letzten auch betreut. Sie werden das nachher noch hören. Ich habe noch eine interessante Geschichte von einem Studenten. Man staunt dann doch, wie sie betreut werden. Einfach halt passend zu dieser ganzen Situation. Und was auch noch zu sagen ist, im Jenseits haben die Verstorbenen keinen Zeitbegriff. Die Zeit ist ganz anders als wie auf Erden und manche können gar nicht einschätzen, wie lange das jetzt eigentlich schon war, wo sie da vor sich hingedöst haben oder in einer einsamen Ebene sitzen mussten. Die Zeit ist ganz anders. Sie haben vorhin noch eine Geschichte von einem Studenten angesprochen. Ja, das war eine strapaziöse Geschichte eigentlich. Also in unserer Region hat man gehört, ein Student habe Suizid gemacht. Die anderen haben wieder gesagt, das stimme nicht, es sei ein Unfall und ein Hin und Her. Auf jeden Fall habe ich dann von einer Nachbarin vernommen, dieser Student hätte schon als Schüler eigentlich immer ganz gefährliche Sachen gemacht. Und sie sage auch, man wisse nicht so genau und was weiß ich. Und dann, weil wir uns für dieses Thema etwas interessiert hatten, habe ich auch um Bilder gebeten. Und dann kam das erste Bild, da kam dieser Student durch die Luft geflogen, ist aufgeprallt auf einer Wiese. Und eigentlich zeitgleich ist sein Geist ausgestiegen und stand da und neben ihm der Begleiter. Und dann hat er ihm schwere Vorwürfe gemacht, hat er gesagt, schon zum zweiten Mal hast du jetzt ganz etwas Gefährliches gemacht. Man setzt sein Leben nicht aufs Spiel, das darf man nicht. Und dann kamen schon nach einer Zeit so irdische Helfer über die Wiese mit Scheinwerfern und suchten da anscheinend nach einem Verletzten. Und dann das nächste Bild war, wie er ihn ins Jenseits gebracht hat, kam er in eine Ebene, so gelber Lehm würde ich sagen, die ganze Fläche, und hat ihm auch gesagt, dort hinten siehst du, von dort bist du ausgegangen, aber du kannst nicht in deine geistige Heimat von damals, wo du entsandt wurdest für diese Prüfung. Du musst jetzt hier draußen bleiben. Also solche Sachen macht man nicht. Das ist das Leben aufs Spiel gesetzt, das Leben weggeworfen. Und dann musste er da alleine sitzen. Dann kam wieder ein weiteres Bild, kam der Begleiter zu ihm und sagte, komm, wir müssen zu deiner Trauerfeier. Ziemlich gestreng also. Hat ihn mitgenommen. Das nächste Bild war, er war in der Kirche für seine Trauerfeier. Und das Spezielle, es war wie so ein Sichtschutz aufgebaut. Er konnte nur die erste Bank sehen, seine Eltern und seine Geschwister. Alles hinten war abgedeckt mit dieser Wand. Und vorne sah er nur den Pfarrer, die Blumen, die Urne. Auch das Rednerpult war abgedeckt.
Und so musste er da ausharren an dieser Trauerfeier und der Schutzgeist hat dann noch gesagt, er hört nicht die Abschiedsreden, das hört er alles nicht. Dann ist er mit ihm wieder zurückgegangen und dann irgendwann habe ich gefragt, könnte ich nicht mal mit diesem Kontakt aufnehmen? Es hat mich alles sehr berührt und eben weil von dieser Nachbarin und allem war man etwas fast wie involviert in die Sache. Und dann hat der noch kompliziert das ermöglicht, dass wir in die Nähe dieses Studenten gehen konnten. Und wie er mich gesehen hat, hat er gesagt, ich verlange ein neues Erdenleben, also recht verärgert. Das nächste Mal hat er gesagt, ich verlange einen Anwalt, ich brauche einen Anwalt. Und wir wussten ja nicht, wie wir reagieren sollten, aber dann ist gerade von der Seite sein geistiger, zuständiger Begleiter gekommen und hat gesagt, ja, du bekommst einen Anwalt, aber ich sage dir, im geistigen Bild sieht man haargenau, wie viele Gedanken da waren, wie du gesagt hast, du wolltest nur das Adrenalin, hast du mir immer gesagt, du wolltest nicht Suizid. Das wird dann alles ganz genau angeschaut. Du bekommst einen Anwalt, aber du musst noch etwas warten. Dann hat mich das weiter beschäftigt, dann durften wir wieder zu ihm hingehen. Und dann habe ich gesagt, wusstest du vielleicht doch irgendwie, die Erde ist eine Prüfstation. Es ist eine Schule, es ist eine Prüfstation. Und dann hat er mich angeschrien. Nie hat man das uns gesagt. Er war so etwas von empört. Wir haben uns wieder zurückgezogen, hat es mich wieder weiter beschäftigt. Dann konnten wir nochmals zu ihm hingehen. Und dann habe ich gesagt, aber wie du da reagiert hast, in welchen Schulfächern hätte man das denn bringen sollen, dass die Erde eine Prüfstation, dass die Erde eine Schule ist? Dann hat er gesagt, ich habe lange darüber nachgedacht, ich habe mir das lange überlegt. In allen Fächern müsste man das bringen. Dann hätten wir Jungen auch ein anderes Weltbild. Es wäre alles ganz anders. In allen Fächern müsste man das bringen. Und dann sagt er wieder, nie hat man das uns gesagt. Und es war eine Empörung, eine Trauer, ein Seelenschmerz. Frau Vondrau, noch etwas zum Verständnis. Sie haben gesagt, Sie seien zu diesem Jungen gebracht worden. Wie soll man sich das vorstellen? Also es gibt ja Verstorbene, die kommen zu mir in ihrer geistigen Erscheinung und so konnte ich in einer meditativen Haltung als Geist in die jenseitige Ebene gehen, aber nicht sehr nahe zu ihm hin, aber ich konnte in die jenseitige Ebene gehen und er hat mich gesehen und er hat mich ja deshalb angeschrien, weil er sah, es kommt jemand, oder? Und die nächsten Male immer wieder. Also noch ein weiteres Erlebnis, das ich Ihnen gerne schildern möchte. Die junge Frau habe ich aber nicht gekannt. Eine Freundin hat mir erzählt, stell dir vor, jetzt hat diese und diese, die war erst 17 Jahre alt, sich aus dem Leben verabschiedet, freiwillig. Du musst für sie beten, weil ihr ganzes Umfeld ist ungläubig. Und das habe ich dann auch gemacht und immer hat sie mich wieder daran erinnert. Und als ich dann wieder einmal mich hinsetzte und kurz, aber intensiv für diese betete, sah ich, die sitzt in einem Jugendclub, hat so abgewetzte Sofas und solche Sachen. Ein Jugendclub, wo Jugendliche hingehen können, so in diesen größeren Gemeinden hat es das, Mittwoch und Samstag, Sonntag oder so. Und sie musste dort oder durfte dort Jugendliche, die mit Sorgengedanken da herumsitzen, aufmuntern. Ihr geistiger Lehrer hat sie genau instruiert, wie sie das machen muss. Und sie war immer dort in diesen Diensten, um diese Jungen von schweren Gedanken abzuhalten und hat ihnen positiv zugeredet, immer wieder positiv zugeredet. Aber eine der letzten Begegnungen mit ihr war, dann hat sie gesagt, weißt du, ich bin todtraurig, dass ich als Geist diese Aufgabe ausführen muss und nicht mit meinem Erdenkörper. Aber das Tröstliche daran ist, wenn jemand, das ist ja wie Jugendstrafrecht, oder? Sie war jugendlich und das Jugendstrafrecht auf der Erde hat man wahrscheinlich von drüben übernommen. Dann haben sie mildernde Umstände. Oder eben, wie ich gesagt habe, die Frau in Not, in wirklicher Not. Das sind mildernde Umstände. Ja, das war die Lilu.
Das hat mich dann gefreut, dass die geistige Welt ihr diese Aufgabe gegeben hat. Das macht Sinn und sie wird ja so viel Zeit zubringen mit einer sehr, sehr sinnvollen Aufgabe. Haben Sie noch Ratschläge, was man tun soll, wenn man zum Beispiel so Selbstmordgedanken hat? Hilfe suchen. Es gibt verschiedene Institutionen, die professionelle Hilfe anbieten. Oder eben, wenn man nur mal den Satz hört, dass man mit diesen ernsthaft spricht und sagt, du brauchst fachliche Hilfe. Und man kann ja auch sagen, du sollst diesen Mitmenschen helfen. Aber ich selber würde mich auch nur teilweise in der Lage sehen, da zu helfen. Man muss ja auch in der Nähe sein. Es war mal ein Radiointerview mit einem Appenzeller Arzt. Die haben dort eine hohe Suizidrate und der ist ein Hausarzt und hat gesagt, wenn er gespürt hat, dass einer so nicht so drauf ist, dass es ein Thema sein könnte, hat er einem Verwandten oder Bekannten vom Dorf telefoniert und hat gesagt, du, dein Freund oder dein Bekannter, dem geht's nicht gut, bitte nimm dich seiner an. Der hat eben mit seinen Arztkenntnissen gewusst, er braucht einen guten Freund oder jemand, der ihm zuhört, jemand, der aufmerksam ist, weil wenn die Menschen so einsam leben, spürt ja keiner, dass es da schwierig ist, oder? Vereinsamung ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Was kann man als Fazit daraus ziehen, wenn man solche Dinge hört über Personen, die Suizid begangen haben? Eigentlich würde ich sagen, der Mensch müsste besser belehrt werden. Er müsste besser wissen, wofür er auf dieser Erde ist. Es gibt ja eine ganz andere Optik zu den Dingen. Ich habe jetzt eine schwierige Phase, aber ich weiß, da muss man durch, es kommen wieder bessere Zeiten. Früher war ja das alles über die Religion mehr oder weniger gut etwas abgedeckt und das fällt ja heute weitgehend weg. Aber das Wissen müssten die Menschen haben. Das wäre sicher irgendwie vorgesehen, dass man auf Erden das weiß. Wenn Sie das Ganze so schildern, bekommt man den Eindruck, dass jeder Mensch einen Erdenplan hat, den er erfüllen muss. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Also man hat einen genau vorbereiteten Plan. Es gibt auch andere Zweige auf dieser Erde in Lebensberatungen oder so, wo die manchmal so fast medial so merken, in diese Richtung sollte dieser Mensch sich entwickeln. Wir sagen dem das Lebensbuch oder den Lebensplan. In unserer Übungsgruppe hatte es auch Bücher. Man kann ins Jenseits gehen, meditativ, und dann mit Bewilligung des Schutzgeistes sich den Lebensplan anschauen. Und wir haben darüber diskutiert, ob wir mal auch in dieser Richtung etwas machen wollten und haben gesagt, nein, oh Schreck, das wollen wir gar nicht wissen. Man nimmt es etappenweise und erledigt etappenweise die Prüfungen und dann ist ja auch nicht alles so schwer, oder? Aber es hat jeder Mensch einen genauen Lebensplan. Und ein amerikanischer Lebensberater, der hat auch viel so inspirativ bekommen und hat gesagt, von seinen Klienten benutzen der größte Teil ihre Energie, um gegen den Strom zu schwimmen und nicht mitzuschwimmen und das zu tun, was für sie eigentlich im Erdenplan steht. Frau von Dau, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Danke.